Herzlich willkommen, liebe Interviewperson. Schön, dass Sie dem Interview zugestimmt haben. Vorweg möchte ich einmal die Rahmenbedingungen festmachen. Sind Sie damit einverstanden, dass dieses Gespräch aufgenommen, ausgewertet und veröffentlicht wird? Ja. Super, danke schön. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für dieses Gespräch nehmen. In dieser Interviewreihe sprechen wir mit Menschen über ihre Erfahrungen im Gesundheitssystem. Uns interessiert besonders, wie Menschen medizinische Versorgung erleben, sowie positive als auch schwierige Situationen. Ziel ist es, besser zu verstehen, wie Patientinnen und Patienten sich wahrgenommen fühlen und was sich möglicherweise verbessern könnte. Wenn Sie möchten, können Sie kurz etwas über sich erzählen. Ich bin Mutter von 4 Kindern. Ich habe 3 Söhne und eine Tochter. Ich komme zum Interview aufgrund einer Erfahrung beim Pet-Audiologen in Braunschweig. Ja. Okay. Welche Erfahrungen haben Sie bisher mit dem Gesundheitssystem gemacht? Ja, also ich habe gemerkt, dass es ein bisschen schwierig ist, gerade Termine zu bekommen für Kinder, vor allem für Kleinkinder, dass ich so lange Wartezeiten habe wie 3 Monate, dass ich mit kleinen Babys kaum aufgenommen werde oder unerwünscht bin sozusagen. Ja. Wie häufig sind Sie in Kontakt mit Ärztinnen, Ärzten oder auch Pflegepersonal? Sehr oft, aufgrund Unfällen von kleinen Kindern, bin ich oft in der Notaufnahme oder halt auch wegen der Schule allgemein. Gab es bestimmte Situationen oder Behandlungen, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben sind? Ja, so einige. Zuallererst hatte ich eine Untersuchung beim Pet-Audiologen. Man muss ja halt immer dahin gehen, wenn die Kinder ein bisschen Sprachstörungen haben, Verzögerung haben bei der Sprache. Vor allem bei Zweitsprachigen. Da fällt das halt ein bisschen auf, dass sie ein bisschen langsamer beim Deutschlernen sind, beim Verstehen sind. Und dann muss ich halt zur Kontrolle alle 3 Monate hingehen. Und bei der Untersuchung wurde er halt sprachlich untersucht. Hörtests hat er gemacht, Sprachtests hat er gemacht. Er muss was schreiben, was malen. Und danach hat die Lehrerin mir empfohlen, dass ich die Logopädie weitermache. Und da habe ich halt erwähnt, dass es alles ganz gut klappt, dass er richtig gute Fortschritte gemacht hat. Und dann hat sie mich angeguckt, hat gesagt, aber Sie wissen, das ist kein Deutschkurs. Es geht nur um die Sprache. Ich so, das ist mir bewusst, ich brauche keinen Deutschkurs. Ich habe hier gelernt, ich bin hier aufgewachsen, ich bin hier zur Schule gegangen. Ich brauche mein Kind nicht zum Deutschkurs zum Schicken. Ich brauche einfach nur eine Logopädie, die mir hilft, dass mein Kind in der Schule viele Sachen verstehen kann und weitermachen kann. Und die Ärztin hat auch gesagt, dass er ein sehr lebhaftes Kind ist, dass er kein Kind ist, der wirklich 6 Stunden in der Schule sitzt und zuhören kann. Und dann habe ich gesagt, ja, woher haben Sie das gerade festgestellt? In diesen 15 Minuten haben Sie festgestellt, dass mein Kind einen Deutschkurs braucht, nicht in der Schule sitzen kann und ein aufgedrehtes Kind ist. Und ja, danach bin ich da nicht mehr hingegangen. Wir haben das mit der Logopädin nochmal besprochen und sie meinte, dass ich mich bei sowas nicht runtergezogen fühlen soll, dass ich das nicht anziehen soll. Und dass sowas sehr oft passiert, vor allem bei ausländischen Kindern und zweisprachigen Kindern, dass es immer solche Bemerkungen gibt. Das ist also nichts Neues. Also das fällt mir jetzt nur ein. Ansonsten, ja, das wäre es, glaube ich, erstmal. Wie erleben Sie denn sonst den Umgang im medizinischen Personal mit Ihnen? Manche sind wirklich sehr nett, die sind sehr einfühlsam. Manche können das nicht verstehen, wenn ich zum Beispiel mit allen 4 kommen muss, mit allen 4 Kindern kommen muss, zum Beispiel Kontrolluntersuchung, dass ich zum Beispiel nicht immer abgeben kann. Es gibt ja nicht immer bei jeder Familie jemanden, bei dem ich die Kinder abgeben kann. Meine Mama ist nicht immer da, sie ist nicht immer gesund, ich kann die Kinder nicht immer abgeben. Also vor allem, wenn man viele Kinder hat, ist das ein bisschen schwer, aber ich finde, das ist jetzt nicht besser geworden als die letzten Jahre, auf keinen Fall. Woran machen Sie das fest? Vor allem, dass das früher nicht so war, dass meine Freunde auch sowas gar nicht berichtet haben. Und ich bin ja auch ein bisschen jünger Mutter geworden als jetzt bei mir in der Familie. Und deshalb habe ich die Erfahrung erst später gemacht. Wie haben Sie sich als Mutter in so einer Situation gefühlt? Untergeordnet auf jeden Fall. Ich habe mich aber überhaupt nicht beeinflussen lassen von ihr, weil ich kannte mein Kind. Ich weiß, mein Kind ist ein super schlaues Kind. Er ist sehr intelligent, er versteht alles.
Und solche Bemerkungen, die nehme ich gar nicht ernst. Also ich kämpfe weiter für meine Kinder, um das Beste zu tun. Ja, und ich rede auch mit meinen Kindern darüber, auch in der Schule, auch mit Umgang mit anderen Menschen, dass sie sich nicht beeinflussen sollen, wenn die blöde Anmerkungen bekommen. Was hätten Sie in der Situation gebraucht von der Ärztin, von dem Personal umgehend oder auch von anderen Leuten? Mehr Verständnis, bisschen respektvolles Verhalten auf jeden Fall. Und manchmal merkt man auch bei den Blicken, dass ich denen nicht gefalle, sage ich mal so. So wie ich aussehe, wie ich spreche, wie ich mit den Kindern ankomme. Also das gefällt denen nicht. Mhm. Können Sie das vielleicht präzisieren? Haben Sie da auch andere Erfahrungen gesammelt? Während Corona hatte ich hier einen Fall gehabt, dass ich auch beim selben Arzt war. Ich musste mein Kind wieder vorstellen, diese 3 Monate Untersuchung. Und da ich noch ein kleines Kind hatte, der noch im Kindergarten war oder neu angefangen hatte, musste ich ihn halt auch mitnehmen. Ich hatte niemanden zum Abgeben. Und in der Anmeldung haben die gesagt, dass ich dann draußen warten muss, weil ich ein Kind zu viel mitgebracht habe. Dann waren wir im Flur. Die haben ein bisschen gespielt, die haben sich ein bisschen geschubst. Beim Schubsen ist das kleine Kind dann mit dem Kopf in die Treppe. Sein Kopf ist aufgeplatzt und danach habe ich das sofort vorne angemeldet. Ich habe gesagt, mein Kind hat gerade im Flur eine Verletzung. Können Sie mir bitte helfen? Können Sie mir was zum Abtupfen geben, ein Pflaster geben? Die hatten in der Praxis einfach kein Pflaster, kein Tücher. Ich musste wirklich mit Küchenrolle sein Blut abdecken und sauber machen und musste warten, bis das alles austrocknet. Also das war jetzt nicht so schön. Ich habe mir ein bisschen Besseres erwartet und dass die auch ein bisschen höflicher mit mir umgehen, dass sie wenigstens sagen, kommen Sie jetzt ins Wartezimmer, Sie können sich jetzt ein bisschen beruhigen. Wir geben das Kind jetzt was zu trinken. Also sowas kam gar nicht. Ich musste einfach weiter warten. Das fand ich echt nicht schön. Das war eine schlechte Erfahrung von denen. Mhm. Welche Faktoren, glauben Sie, haben dabei eine Rolle gespielt? Zum Beispiel Herkunft oder Sprache, Religion, Alter, Geschlecht oder auch vielleicht eine Behinderung? Das erste war, dass in diesen Jahren Corona war. Das war das größte Problem. Ich denke, dass es wegen Corona war. Was anderes erhoffe ich mir nicht. Mhm. Glauben Sie, Ihre Herkunft oder die Sprache oder auch die Religion haben eine Rolle dabei gespielt? Hierbei vielleicht nicht, aber auf jeden Fall bei der Logopädie. Diese Anmerkung, dass Logopädie kein Deutschkurs ist, das auf jeden Fall. Mhm. Gab es Menschen im Gesundheitssystem, die Sie in solchen Situationen unterstützt haben? Ja, meine Kinderärztin. Sie hat mir zum Glück sofort eine andere Überweisung gegeben. Dann durfte ich mich bei einer anderen Pädagogin vorstellen und da hatte ich eine super gute Erfahrung. Mhm. Wie hat diese Erfahrung Ihr Vertrauen in das Gesundheitssystem beeinflusst? Damals negativ, aber nachdem ich eine erfolgreiche Logopädie abgeschlossen habe, auf jeden Fall viel, viel besser. Mhm. Welche Auswirkungen hatten solche Erfahrungen auf Sie persönlich? Persönlich eher, dass ich ein bisschen auf mich alleine gestellt bin. Ich muss wirklich selber kämpfen und habe auch gar keine Erwartungen mehr von Ärzten oder allgemein. Mhm. Was müsste sich im Gesundheitssystem verändern, damit sich alle Patientinnen und Patienten respektiert fühlen können? Man dürfte wegen der Herkunft und wegen der Religion auf jeden Fall nicht den Medien nachgehen und ein bisschen respektvoller mit den Patienten umgehen können. Ja, der Fachkräftemangel spielt auf jeden Fall eine große Rolle. Vielleicht auch die Bezahlung. Ich kenne auch einige, die machen das wirklich gar nicht mehr, weil die einfach nicht dafür bezahlt werden, für dies, was die wirklich da an Zeit und an Kraft investieren. Also die arbeiten ja wirklich richtig und die machen auch wirklich Arbeit, das würde echt keiner mehr machen. Die machen ja Pflege und Medizin, aber ich kenne viele, die sind auch einfach ausgetreten, haben einen anderen Beruf gemacht, das kann ich auch voll verstehen.
Das spielt auf jeden Fall eine große Rolle, ja. Vor allem ist das ja so, dass ich bei den Ärzten auch gemerkt habe, dass sie alle eine andere Sprache sprechen. Also ich habe ja fast gar keinen deutschen Arzt gesehen. Weder bei der Frauenabteilung noch bei der Kinderabteilung. Die sprechen ja wirklich überwiegend nur andere Sprachen. Also jetzt nicht Deutsch, sondern die sind anderssprachig. Und die versteht man meistens auch gar nicht. Was müsste sich im Gesundheitssystem verändern, damit sich alle Patientinnen und Patienten respektiert fühlen können? Ja, ich wünschte mir, dass ich nicht bevorurteilt werde, aufgrund meines Aussehens, meiner Religion oder meiner Herkunft, dass ich wirklich auch so angenommen werde, wie ich bin. Man soll nicht gleich denken, okay, so wie du aussiehst, du kannst kein Deutsch, du hast 10 Kinder und du kannst jetzt nur putzen. Also man weiß nicht, was hinter dieser Person steckt. Und das darf man wirklich nicht, und sowas sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Was könnten Ärztinnen, Ärzte oder Pflegepersonal anders machen? Sie könnten ein bisschen mehr Zeit für die Patienten opfern, sage ich mal so, weil wirklich, wir müssen hinter den Kindern herrennen. Mein Kind hat Eisenmangel, sehr starke Anämie und wir wissen den Grund immer noch nicht. Sie kriegt einfach nur Tabletten verschrieben, die überhaupt nicht wirken. Sie hat den Eisenmangel jetzt schon seit über einem Jahr, aber es verändert sich halt nichts und wir wollten den Grund wissen. Sie haben gesagt, das kommt einfach, da kann man nichts machen. Ich habe Bluthochdruck, ich möchte die Ursache wissen. Die sagen, das gibt keine Ursache, das ist einfach da, das können wir nicht ändern. Und ich muss immer selber wirklich hinter den Sachen herein und gucken, okay, wie kann ich das verbessern? Ich mache die Arbeit, was eigentlich die Ärzte machen sollten. Und das finde ich ein bisschen traurig. Also man hat Erwartungen, man ist krank, man geht zum Arzt, es geht einem schlecht und die sagen, ja, sie haben nichts, die Blutwerte sind okay. Aber ich hätte mir gewünscht, dass wirklich mehr Zeit, mehr Gefühl für diese Arbeit eingesteckt würde. Ich war zum Beispiel mit meinem Sohn im Krankenhaus. Er sollte operiert werden. Er hatte einen hohen Hochstand. Die Eier waren ein bisschen in den Gliedmaßen, also schon im Unterbauch. Die haben einfach die falsche Stelle markiert und da kam noch einmal der Chefarzt, wollte das letzte Mal nochmal drauf gucken und dann hat er gesehen, oh, das sind gar nicht die richtigen Stellen. Das ist einmal die andere Seite. Ich so, ja, okay. Warum bin ich jetzt hier? Was habe ich jetzt verpasst? Hätte ich das nicht gemerkt, dass es auf einmal die andere Stelle ist, dann wäre jetzt falsch operiert und ich müsste wieder ein Jahr später nochmal operiert werden, umsonst. Also mein Sohn sollte operiert werden. Und die OP ist halt für Kinder nicht so einfach. Und sowas finde ich schade, dass man sich da nicht weiterbildet, dass man nicht ein bisschen mehr Geduld und ein bisschen Gefühl reinsteckt. Und bei meiner Tochter sagen sie halt, das ist wegen der Herkunft, das ist da genau, das ist normal, das ist in diesem Gebiet einfach so. Obwohl, meine Tante hat das auch, sie hat auch einen sehr starken Eisenmangel, aber bei ihr ist die Ursache einfach, dass der Körper nicht dieses Eisen aufnehmen kann und produzieren kann. Und sie nimmt auch seit 40 Jahren nimmt sie, glaube ich, schon die Tabletten. Was könnten Krankenhäuser oder Praxen tun, um Diskriminierung vorzubeugen? Dass sich in verschiedenen Kulturen weiterbilden. Wir haben hier eine hohe Zahl an Türken, an Araber, an Kurden, dass sie zum Beispiel solche Leute auch einstellen, wirklich für die Patienten, damit sie auch wirklich, wenn die Patienten jetzt zum Beispiel nicht so gut Deutsch sprechen, dass sie wenigstens eine Person haben, eine Bezugsperson haben und sagen können, okay, die spricht meine Sprache, bei ihr kann ich mich ausdrücken, dass sie auch wirklich die Beschwerden schildern kann, die sie wirklich loswerden möchte, weil ich kenne viele, die gehen zum Beispiel zum Zahnarzt, die wissen nicht genau, was sie sagen wollen, also was sie gerade für Schmerzen haben. Das finde ich traurig. Wenn es wirklich nur deutsches Personal gibt, also ich finde das nicht schlimm, dass es nur deutsches Personal gibt, das ist ja normal. Wir leben auch hier in Deutschland, aber ich finde das halt schade, weil ich habe auch selber die Erfahrung gemacht als PTA, dass ich einfach nicht eingestellt wurde aufgrund meines Kopftuches. Die haben einfach nur gesagt, ja, meine Kunden, meine Patienten möchten das nicht. Hat sie mir einfach eiskalt ins Gesicht gesagt. Sie hat zu mir gesagt, die möchten keine Frau mit Kopftuch und auch kein ausländisches Personal. Weil es in diesem Dorf, wo ich gearbeitet habe, kaum Ausländer gibt. Aber dafür kann ich ja nichts. Ich mache ja nur meinen Beruf, ich mache nur meine Arbeit. Ich möchte den Menschen auch helfen. Aber wenn ich sowas höre, dann möchte ich diese Arbeit auch nicht mehr ausführen. Also ich finde das schade. Können Sie dazu Ihre Erfahrungen weiterhin teilen?
Ja, also ich habe ja ein Praktikum gemacht bei der Apotheke und da habe ich einen Anruf bekommen, ich sollte ein Arzneimittel bestellen, telefonisch. Und da sieht man sich ja nicht 1:1. Sie weiß nicht, wer am Hörer ist und ich habe halt meinen Namen geschildert und das hat sich aber sofort gemerkt. Und danach habe ich das Arzneimittel bestellt und dann kam die Patientin rein nach 1, 2 Stunden und hat gesagt, dass sie was abholen möchte. Und danach habe ich sie halt bedient. Ich habe gesagt, ja genau, wir haben telefoniert. Dann kam sie sofort an und meinte so, ja, dieses Mädchen da, sie hat das bestellt, sie hat das falsch bestellt, das wollte ich nicht, ich möchte sowas nicht. Hat sie angefangen, in der Apotheke einfach rumzubrüllen. Obwohl ich habe nichts falsch gemacht, also ich habe nichts Falsches bestellt, ich habe auch nichts Falsches gesagt. Aber sie wollte einfach nicht von mir bedient werden und hat einfach so einen Aufstand in der Apotheke gemacht, wo zum Glück meine Apothekerin, also meine Chefin, sie sofort beruhigt hat gesagt, das ist eine Praktikantin, sie macht gerade nur ihre Arbeit. Bitte hören Sie auf, sowas zu machen, weil sie ist wirklich gerade neu. Sie muss sich gerade einleben. Vielleicht hat sie was Falsches gemacht, aber dafür kann sie nichts, obwohl ich habe auch nichts Falsches gemacht, das weiß sie auch. Aber sie wollte einfach nur die Patienten dafür beruhigen. Sie stand wirklich hinter mir, das hat mir wirklich Mut gemacht und das hat mich auch glücklich gemacht, dass sie nicht sofort mich sofort beschuldigt hat, dass sie auch hinter mir stand. Und ja, das war jetzt keine schöne Erfahrung, aber das habe ich zum Glück auch nur 1, 2 Mal erlebt. Und ja, ich finde, sowas muss auch nicht sein. Mhm. Wenn Sie allen Menschen im Gesundheitswesen einen Satz mitgeben könnten, welcher wäre das? Ja, dass man jeden Menschen gleich behandelt, also sei es ein Ausländer, sei es eine kranke Person, sei es eine behinderte Person, das sind ja auch Gruppen, die werden ja auch diskriminiert. Es ist ja nicht einfach nur, dass wir nur als Ausländer diskriminiert werden, auch unsere körperliche Behinderung, das ist ja auch eine sehr große Schwäche, wo die auch nichts können. Es gibt Menschen mit Behinderung, die hören das, ja, die verstehen das, aber die sind einfach nur körperlich behindert. Es gibt seelische behinderte Kinder, die werden ja auch diskriminiert, auch in der Schule. Es werden ja auch Kinder diskriminiert in der Schule, die einfach nicht mitkommen. Also es gibt viele Diskriminierungen. Es gibt jetzt nicht nur im Gesundheitssystem die Diskriminierung, aber ein großes Problem ist das wirklich im Gesundheitssystem. Weil man ist ja angewiesen, sage ich mal so, auf die Ärzte, auf das Personal. Und wenn man da auch noch im Stich gelassen wird, bringt das eigentlich weiter. Ich kenne auch manche Menschen, die haben die Erfahrung gemacht, dass sie als Versuchskaninchen behandelt wurden. Aber zum Glück wurde das dann auch geklärt. Aber so, dass sie wirklich das Krankenhaus verlassen mussten und an eine Reha-Klinik verlegt wurden. Da wurde wirklich das Leben des Kindes gerettet, ja. Mhm. Gibt es etwas, was Sie zum Schluss noch ergänzen möchten? Nein, das wäre es eigentlich. Also das meiste habe ich schon erwähnt. Was wünschen Sie sich, dass andere Menschen aus Ihrem Bericht mitnehmen? Ja, da müsste ich mal kurz überlegen. Also auf jeden Fall die Gleichberechtigung jedes Menschen, jeder Religion, jeder Herkunft, jedes Aussehens. Und ja, ich wünschte, dass es wirklich das Gesundheitssystem erstens auch besser bezahlt wird. Das wäre eine sehr, sehr gute Option, weil es gibt ja auch das Problem, dass viele Krankenhäuser schließen. Wir haben zum Beispiel in dem Fall gehabt, wir hatten so viele Frauen, die schwanger waren, aber die mussten in ein anderes Krankenhaus entbinden, nur weil dort die Frauenklinik zugemacht hat aufgrund Personalmangel. Also das fand ich echt schade. Mhm. Dann danke ich Ihnen sehr für die Einblicke und das Interview und dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Danke, das wünsche ich Ihnen auch. Danke.